Was machen wir hier? Wir haben uns jetzt gerade überlegt, weil es kamen ja schon so viele. Erstmal herzlich willkommen natürlich zu einem wunderschönen neuen Video der Firma MX Motorsports. Ihr macht ja immer nur BMW und macht ja auch mal was anderes. Und warum macht ihr immer nur BMW? Und könnt ihr euch überhaupt für andere Autos begeistern? Oh ja, sowas hier zum Beispiel. Wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, anhand der riesen Fahne, die da draußen steht, sind wir unter anderem auch APR Deutschland Partner, Software-Tuning-Partner und Einbaupartner, Teilevertrieb und so weiter. Und weil jetzt gerade hier wir so mitten im Geschehen sind, dachte der Johnny sich und ich dachte mir, dass wir jetzt mal ein schönes Video drehen über diesen Golf, denn das ist noch ein Auto ohne OPF, Vor-Facelift, da kann man richtig Krawall machen und einiges verändern. Und wie ihr schon seht, wir können ja mal so ein bisschen gucken, oder wir fangen mal so aus der Perspektive an. Genau, erstmal zur Farbe. Ziemlich geil, kommt ja fast so hin wie das San Marino vom M3 F80, das wir letztens da hatten. Der hat eine mega Bremse drauf, darauf kommen wir aber zu sprechen, wenn ich fertig bin. Wir haben schon gemacht eine 3 Zoll APR Abgasanlage, Up-Downpipe. Up-Downpipe ist quasi hier. Dann haben wir noch gemacht eine Open-Air-Ansaugung, ein Inlet, ein Schubumluft, eine Schubumluftverstärkung, das zeige ich euch auch dann oben. Und jetzt dachten wir uns zu guter Letzt, dass hier alles endlich mal 3 Zoll ist und der Lader so richtig durchatmen kann, machen wir heute die EWG Downpipe rein von HJS bzw. von APR. Und jetzt dachte ich mir, bevor ich die schnell wieder reinschmeiße, ja, für den einen oder anderen, der ist noch nicht so, der noch nicht so in dem Thema drin ist, zeigen wir das mal ganz kurz, dann bauen wir es wieder ein, dann zeigen wir euch auch nochmal das Auto und dann geht es richtig mal ans Ballern. So, holen wir eine Lampe. Also einmal 2,5 Zoll Original Downpipe Golf 7R, einmal 3 Zoll HJS EWG. EWG heißt mit Zulassung und eintragungsfrei. Das ist wunderschön. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, ja, aber Downpipe mit Abgasanlage, mit Open Air Intake, also geöffnetes Ansaugsystem mit Lader, Inlet, Outlet, das kann ja nicht sein. Doch, das kann sein. Und da kommen wir auch noch zu sprechen, wenn wir hier fertig sind. Jetzt kurz dazu. Der grobe Unterschied, natürlich, man sieht es jetzt schon gleich, die Hitzeabschirmung oben direkt am Ausgang des Turbos ist natürlich um einiges besser hier bei der HJS Downpipe als bei der Originalen, weil das einfach ja eine Hitzeummantelung ist, die wirklich gut abschirmt und mal eben 150 bis 200 Grad kältere Temperaturen an der Oberfläche hier verursacht. Genau, dann werden wir mal, Johnny, du musst mal, glaube ich, so ein bisschen von oben gucken. Der Flansch hier, der ist wunderschön geformt, der hat quasi einen sehr, sehr sauberen Flow. Im Gegensatz zu dem hier, da haben wir hier oben drin schon eine richtig, ja, sieht man es hier? Eine richtig eklige Kante, die einmal verursacht, dass die Abgase nicht wunderschön sauber auf die Cut-Oberfläche treffen, sondern, ja, ihr müsst euch das vorstellen, im Grunde ist es ja hier eine runde Oberfläche. So, und jetzt schießen die hier rein. Hier ist eine riesen Kante drin. Was machen die dann? Die gehen erstmal hier an die Wand und dann müssen die sich da irgendwie durchdrücken. Das ist, ja, was Leistung und den Flow, die Beschleunigung der Abgase angeht, nicht so geil. Deswegen hat HJS das so gelöst und hier raus ein Gussteil gemacht und ein, ja, im Zusammenhang mit einem Frästeil, um eben das zu garantieren, dass hier diese Kante, die bis hier reingeht, hier komplett wegfällt und die Abgase wunderschön auf die neue Cut-Oberfläche treffen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir es hinkriegen mit der Kamera, das mal zu sehen. Wobei, nee, stopp, wir machen das so. Ich habe ja drin noch einen 300-Zeller, das ist ja auch ein 300-Zeller Cut und einen originalen kaputten Keramik-Cut, wie auch immer der kaputt gehen kann, das ist immer ganz fraglich. Dann zeige ich euch das mal so, dann könnt ihr es euch besser vorstellen, wie fein das Material wirklich ist, weil hier reinzugucken wird schwierig. Ich hole mal schnell das Zeug oder ich lege mal die Lampe hier rein, vielleicht bekommt Johnny ja irgendwie hin, da rein zu filmen. In der Zeit hole ich mal die beiden anderen. Ist echt schwierig hier in diese Verengung hier rein zu filmen, ohne, beziehungsweise dass ihr richtig was erkennen könnt. Deswegen habe ich genau das, was hier drin ist, das müsst ihr euch vorstellen, ist jetzt einfach hier drin,
hier mal eben rausgeholt. Das haben wir vorne einfach im Showroom liegen, um das den Kunden auch mal zu demonstrieren, wie fein diese Waben, ich ziehe mal meine Handschuhe aus, wie fein diese Waben von dem Cut wirklich sind. Also es ist ultra, ultra fein. Man kann auch, wenn man das jetzt so gegen das Licht hält, überhaupt nicht durchsehen, beziehungsweise... Ja. Halt mal so ins Licht. Kannst du durchsehen? Ja, also mit dem Auge, wenn ich so ein bisschen mein linkes Auge zumache, so ganz, ganz leicht, aber es ist echt schwierig, also mega übel. Dadurch muss ich dann bei 7000 Umdrehungen alles an Abgas durchquälen, was der Lader so rausdrückt. Das ist gar nicht geil, vor allen Dingen, weil halt hier einfach extremer Hitzestau entsteht. Dem Cut ist es eigentlich relativ Wurst, nur staut sich das auf diesem kleinen Weg zurück und geht dann halt bis an die Abgasturbine, die dann einmal an Geschwindigkeit verliert. Und müsst ihr euch vorstellen, der Flansch hier sitzt ja direkt am Turbo dran. Das hier ist alles bullenheiß. Und wo geht die Hitze hin, die dann hier entsteht? Natürlich ist sie hier nicht abgeschirmt, sondern die geht direkt über aufs Abgasgehäuse des Turbos. Ja, alles sehr ungeil und deswegen hier mal eine Demonstration anhand einer M4 ECE Downpipe, also für den BMW M4. BMW, wer hätte es gedacht? Wenn jetzt der Johnny hier mal reinfilmt, sieht er, das ist genau dieselbe Cut-Oberfläche wie jetzt hier bei der Golf Downpipe, weil es dieselben Cuts sind. Könnt ihr mal im Vergleich sehen, was das jetzt für eine Oberfläche ist. Genau, also für jeden nachvollziehbar. Das Gute ist an einer Downpipe, die kann man natürlich auch fahren, also solange sie einen Cut mit einer Zulassung hat, ohne eine Tuning-Software oder irgendwas, weil ja die Nachkatsonde da einfach nicht das Problem hat, beziehungsweise die Nachkatsonde dann keine Fehler meldet anhand eines schlechten oder fehlenden Katalysators. So, ich hoffe mal, zum Thema Downpipe und Katalysator ist jetzt einigen von euch ein etwas helleres Licht aufgegangen als vorher. Warum machen wir diese Maßnahme? Ja, natürlich, um einmal den Lader zu schonen, den Motor zu schonen. Aber die Hauptgründe sind natürlich, abgesehen vom Schonen, weil beim Schonen geht es ja beim Tuning eher weniger, um viel mehr Leistung zu fahren und natürlich einen wunderschönen satten Klang zu erzielen. Genau, dann würde ich sagen, ich baue jetzt diese HJS-Downpipe wieder ein. Wenn das alles zusammen ist, mache ich noch ganz fix eine Achsvermessung, denn beim Golf oder auch bei Audis, bei den ganzen MQB-Baureihen muss leider der Achsträger etwas abgesenkt werden, um diesen fetten Cut hier rauszubekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder von oben und dann geht es richtig ab. Action! The Downpipe is drin und jetzt machen wir eine wunderschöne Probefahrt. Erstmal gibt es für euch Klang im Kaltstart und dann werden wir das etwas warm fahren, das Auto, und dann gehen wir mal auf ein paar wunderschöne Landstraßen hier bei uns in Bayern und dann zeigen wir euch mal so richtig geil, was so eine APR-Anlage eigentlich kann. Magst du mitfahren? Nein. Also pass auf, ne? Was ich ehrlich sagen muss, das muss ich erstmal den Sitz hochmachen. Das ist so eine... Derjenige, dem das Auto hier gehört, der wird jetzt denken, na, ich habe gar keine Memory. Ich kann nicht so golfmäßig hier drin sitzen, ich muss vernünftig sitzen. Ja, guck mal, derjenige liebt sein Auto auf jeden Fall. Man hat es ja von außen schon gesehen, so neongelbe Bremsen. Aber hier Schaltzack extra Alcantara mit neongelben Nähten, das Lenkrad Alcantara, neongelbe Nähte. Aber das gucken wir uns alles dann mal genauer an, wenn wir etwas in der Wurz sind. In der Wurz. Ja, wir sind gerade in der Warmfahrphase. Wir brauchen erstmal Öltemperatur, haben jetzt gerade mal 50 Grad. Und auch die Downpipe braucht erstmal so ein bisschen Temperatur. Die fängt dann auch mal ein bisschen das Stinken an, aber das ist ganz normal bei einem Neuteil. Was ich sagen wollte, dieses Auto hat von uns schon eine Stage 1. Stage 1 Software Tuning von APR. Ja, wir bewegen uns ungefähr bei 300, ja, mit den Mods jetzt wahrscheinlich 370 bis 380 PS. Auto geht wie die Hölle, also das ist echt brutal. Muss ich auch sagen, an alle BMW-Fahrer,
die jetzt nicht gerade den größten M4 haben oder naja, auch so E92 M3, das wird sehr, sehr eng. Ja, APR, übrigens das Allergeilste. Wir werden es gleich nochmal zeigen, was wir verbaut haben und wie das alles aussieht, aber es ist, glaube ich, mit der einzigste oder der einzige Tuner, den es so gibt, für, ja, ich sag mal VAG, bei BMW gibt es ja leider keinen, bei dem ihr eine offene Ansaugung einbauen könnt, eine Downpipe, eine Klappenabgasanlage und noch 2, 3, 4 andere Mods und das alles komplett eingetragen bekommt. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber dann halten sie euch an und das ist zu laut. Und ja, da muss ich recht geben, das ist zu laut. Aber bei APR, durch diese ganzen Gutachten, die die Jungs gemacht haben, ist das Schöne, dass man auch eine höhere dB eingetragen bekommt. Und es sind gleich bei dem Auto sogar 8 oder 9, ja, sowas dB, also es ist echt mega viel. Ja, gibt überhaupt keinen Stress. Wir haben jetzt bestimmt schon 30, 40 Autos umgebaut. Ja, wie der eine oder andere natürlich auch weiß, ist APR ja nicht nur ein Tuner für den Golf 7R, sondern die haben ja alles, was die VAG-Palette betrifft, bis hin zu Porsche sogar schon. Mega viele Artikel und Software, Datenstände. Also auch wieder unbezahlte Werbung. Aber ich muss ehrlich sagen, Das war jetzt meins. echt? Oh je, je. Wenn ihr einen APR-Tuner bei euch in der Gegend habt oder auch zu uns kommen wollt, tut das. Das ist so geil. Diese Datensätze laufen perfekt. Die Hardware ist einfach 100% auf euer Auto abgestimmt. Und dann natürlich Hardware im Zusammenhang mit Software, wenn man dann ja, etwas mehr machen möchte. Bekommt man auch alles eingetragen, also das Software-Tuning, mehr dB, die Downpipe, die Anlage, das ist richtig, richtig geil. Und was ich abgrundtief feiere, weil ihr ja auch wahrscheinlich aus dem M2-Video wisst, dass ich sehr viel Wert auf einen schönen Klang lege. Und es ja auch für den 2 Liter TFSI wirklich mega viele Anlagen gibt, aber alle bin ich jetzt der Meinung, also es sind nicht wirklich viele dabei, die sich gut anhören. Die ein oder andere Handmade-Anlage hört vielleicht mit Town auf oder mit 01, ihr werdet es kennen, hören sich mega krass an. Aber das hier, muss ich sagen, ist für mich, klar, Geschmäcker sind verschieden, die Endstufe, was Klang angeht, bei einem 2 Liter TFSI, gerade auch mit DSG. Das Knallen ist echt abartig beim Hochschalten. Das werdet ihr aber auch gleich selber hier, ich bin schon total aus dem Ding hier vor lauter erzählen und fahren und gucken, dass ich hier nicht noch irgendwelche Omas ummähe. Also jetzt hier Comfort Mode, man hört es auch sehr gut auf der Kamera, wir haben ein wunderschönes Mikro oben drauf, ich habe schon wieder wunderschön gesagt, das richtig gut funktioniert. Und wir haben im Auto auch jetzt so, bis die Klappe aufgeht, überhaupt keine mega basslastigen Steuergeräusche, ihr könnt mich immer noch sauber verstehen. Wir fahren jetzt 90 außerorts, ja, perfekt. Also ich hatte so viele Anlagen schon, die wirklich da Wasser drin gesessen und der Beifahrer hat mit dir gesprochen und du hast nur gesehen, wie sich der Mund bewegt hat, weil du einfach nichts verstanden hast, weil die Anlage so extrem den Klang in den Innenraum ja, geschaufelt hat, dass es einfach unangenehm war zum Fahren. Aber die Anlage hier, muss ich echt sagen, jetzt passt mal auf, ich mach mal den Race Mode. Oh, da knallt schon. Übrigens ganz, ganz leichte Schubabschaltung programmiert. Ist nämlich auch nicht so mein Ding, wenn das hier 8 Minuten lang ja, ich glaube, man müsste jetzt gut auf der Kamera oder am Ton hören. Ui! Jetzt! Das ist übrigens das Open Air Intake, ganz, ganz neu auf dem Markt. Haben wir vor 3 Wochen eingebaut, auch schon alles eingetragen. So geil, ne? Mega. Aber ich glaube, von innen habt ihr gar nicht so den größten Spaß. Ich denke, der Johnny, der muss sich jetzt mal hier schön den Straßenrand stellen und dann machen wir mal richtig Kasala.
So, ich würde sagen, kurzes Pörnchen, weil das hat er sich verdient. So, die Downpipe, die ist noch etwas am Qualmen. Wie gesagt, das ist normal, wenn die frisch ist. Und was ich euch zeigen wollte, was richtig, das ist so krass, ich hoffe, man hört es auf der Kamera. Das ist das nagelneue Open Air Intake von APR. Das haben wir verbaut, inklusive dem hinteren Rohr in Carbon nochmal als Zuleitung zum Lader. Diese Ansaugung ist echt nicht von dieser Welt. Also ja, ich bin BMWler und so, aber dafür kann ich mich begeistern. Also das ist richtig, richtig geil. Und ja, das macht Bock, das Auto, das macht so Bock. Ich denke, ihr werdet es gerade gehört haben anhand meiner Fahrweise. Mach mal Börnchen. Komm, 5 Sekunden Börnchen. 5 Bitte, Sekunden. bitte Johnny. Also gut. Guck mal, ich mach die Klappe zu und dann geht's so. Was ist denn so? Ja, Richtig professionell. du noch den Abspann machen. Hörst du es? Dann mit dem Fichtenmoped. Okay, Abspann. Johnny hat nämlich Hunger. Ich hoffe, euch das kleine, aber feine Video des 7R hat euch gefallen. Der hat übrigens eine Porsche Panamera Bremsanlage drauf. Muss ich nochmal sagen, habe ich ganz vergessen. Bis zum nächsten Video. Jetzt. Und Porn. This my shit, girl. Kommt nochmal so richtig. Wie geht's? Geil!